Die Windjammerparade der Kieler Woche. Moin aus Kiel. Wir haben den letzten Samstag im Juni und haben hier den absoluten Logenplatz am Leuchtturm Friedrichsort, denn pünktlich um 11 Uhr fiel mit der Signalflagge Hotel das Startsignal für die diesjährige Windjammerparade der Kieler Woche. Ungefähr 60 Traditionssegler, die sind ja in diverse Gruppen aufgeteilt von Alpha bis Foxtrot, und so zogen also hunderte von Schiffen, die dann diese Traditionssegler begleiten, aus der Innenförde raus in die Außenförde. Und hier gibt es ein Nadelöhr mit dem Übergang von der Innenförde zur Außenförde, der Höhe Friedrichsort ist, also am Leuchtturm Friedrichsort. Und dort, da ziehen jetzt die ganzen Schiffe vorbei. Wir haben jetzt mittags diese gesamte weiße Pracht, wird jetzt in die Außenförde segeln und an uns hier vorbei. Ich bin selbst mit dem Schiff unterwegs und habe diese Parade begleitet und habe hier einen Blick von weiter oben auf diese schöne Parade. Wir haben vielleicht den heißesten Tag hier in Kiel heute. Es sind 36 Grad und ich bin am Strand entlang gesegelt und die Leute waren schon ziemlich früh am Tag im Wasser. Also die Strände waren rappelvoll mit Menschen und die meisten davon standen dann im flachen Wasser. Hatten also auch einen Logenplatz und haben sich schon am Vormittag runtergekühlt, weil es halt hier so herrliches Wetter war. Wir haben auch anfangs kaum Wind gehabt. Das ist natürlich allerbeste Bedingung. Die Windrichtung, also die leichte Windrichtung kam aus der Innenförde in die Außenförde und so konnten diese alten, stolzen Segler also mit all ihrer Segelpracht das nach oben ziehen und dann mit den vollen Segeln hier aus der Förde raussegeln. Und da sieht man jetzt noch, wie in der Innenförde noch dieser lange Schlepp ist, die jetzt hier alle rauskommen. Das ist also jetzt der Blick von der Außenförde in die Innenförde, also ganz am Ende ist dann Kiel. Und ja, diese Landspitze jetzt oben in der Mitte, das ist halt der Leuchtturm Friedrichsort. Und rechts und links haben sich Ankerlieger festgesetzt, um dann hier diese Parade an sich vorbeifahren zu lassen. Und die fahren also mit 4 Knoten dann hier in enger Formation, dass alle in eine Richtung segeln oder fahren. Und dann gibt es halt Begleitboote, viele private Skipper, die mit ihren Booten kommen, teilweise angemeldet, dass sie offiziell in den Formationen sind oder einfach so dorthin gekommen sind. Und so waren es also viele, viele hunderte von Schiffen und Boote bis hin zu kleinen Schlauchbooten, die dann auch gesagt haben, Mensch, da fahren wir hin, fahren an den Rand, schmeißen einen kleinen Anker, gucken uns das an oder fahren halt mit der Parade. Also war wirklich immer wieder ein Traum. Bei so wenig Wind kann ja wirklich jeder aufs Wasser. Ruderer oder Paddelboote, Kanuten, kleine Motorboote und dann die großen Motorboote und Yachten. Wirklich alles, was irgendwie ein Boot hatte und Lust hatte, war jetzt hier in der Innen- oder Außenförde. Ja, und kann man nur erahnen, wie viele Boote da hinten noch alle kommen. Und dann geht es jetzt ein bisschen weiter runter. Jemand hat von weit oben geguckt, sodass man auch mal so ein bisschen näher rankommt an diese schönen Schiffe. Ich werde im Laufe der Parade, denn mit meinem Boot, was ein bisschen schneller ist, an diesen schönen Schiffen vorbeifahren und dann aus allererster Nähe dann schöne Nahaufnahmen machen von diesen stolzen alten Schiffen.
So, dann geht es mal ein bisschen weiter runter, dass man mehr von der Seite gucken kann. Und die Windjammerparade ist halt der maritime Höhepunkt der gesamten Kieler Woche. Das Volksfest ist ja auch sehr, sehr groß. Da werden also 3,3 Millionen Menschen jedes Jahr erwartet. Und dieses Jahr wird es wahrscheinlich wieder Rekord brechen, weil wir also wirklich die gesamte Woche erstklassiges Wetter haben. Kein Regen, immer sehr, sehr warm. Also da waren wirklich Gäste wie auch die Betreiber der Stände bestimmt sehr froh über dieses geniale Wetter, was wir hatten. Und dieser Punkt, der ist wirklich nahezu genial, hier die Parade anzugucken, weil sie halt hier sehr eng fährt. Und dann löst sie sich später auf. Und mit 4 Knoten Marschfahrt fährt jetzt die Parade weiter. Und Zielbereich wird nachher zwischen der Leuchttonne 5 und 6 sein. Da sieht man jetzt das Ehrenmal in Laboe. Und das ist schon beeindruckend, also wie ruhig und diszipliniert hier so viele Schiffe gemeinsam unterwegs sind. Also es ist auch viel begleitet durch Behörden, durch Polizei. Wenn da einer quer fährt, also die fahren ja alle schön in eine Richtung, dann wird man angefahren und nochmal belehrt, dass man bitte gerade Kurs hält und nicht also quer hier durchfährt. Für Boote, die nur unter Segel fahren und keine Maschine haben, teilweise etwas schwieriger. Dann, weil die Segler müssen halt zickzack fahren, wenn sie Wind von vorne haben. Noch hier in der Mitte nochmal so ein stolzes, großes Traditionsschiff mit allen Segeln. Also man sagt, alle Tücher sind oben. Und die Gorch Fock, die konnte diesmal nicht dabei sein. Die ist gerade in den USA unterwegs. Und auch ein paar andere sehr große, sehr stolze Schiffe waren dieses Jahr nicht vor Ort. Und das ist so ein richtig echtes maritimes Flair hier auf der Kieler Förde. Da zeigt sich Kiel mal wieder von seiner allerbesten und schönsten Seite. Also maritimer geht es kaum. Dann noch viel Spaß mit diesen Aufnahmen und genießt einfach die Atmosphäre auf der Kieler Förde. Und dann folgt noch ein weiteres Video mit den Aufnahmen vom Wasser aus.